Wir haben uns kurzfristig entschlossen, aufgrund des schönen Wetters, dass wir noch über den Kütai-Sattel fahren. Vorher war leider die Auffahrt gesperrt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier zum Kütai-Sattel hochkommen. In der letzten Episode unseres Wochenendausfluges fahren wir von Pfunds aus über die Pillerhöhe und weiter über den Kütai-Sattel zurück nach Innsbruck, um dort über den Zirler Berg in Richtung München zu fahren. Wir fahren jetzt von Pfunds aus Richtung Pillerhöhenstraße. Und da bin ich mal gespannt, wie der Straßenzustand diesmal ist. Es gibt insgesamt 3 Auffahrten zur Pillerhöhenstraße. Wir fahren die Auffahrt von Fließ aus und müssen dabei höllisch aufpassen, dass wir nicht im Landecker Tunnel landen. Die 1560 Meter hoch gelegene Pillerhöhe, aber auch Pillersattel genannt, in Tirol gelegen, macht uns ganz viel Laune. Das liegt sicherlich an dem grandiosen Ausblick über das gesamte obere Inntal. Auf der rechten Seite blickt man Richtung Kaunertal zum Kaunertaler Gletscher. Die Straße von Fließ aus ist sehr gut ausgebaut und zahlreiche Kehren liegen auch recht weit auseinander und bieten so Raum für ein wenig Zwischengas. Wir genießen während der Fahrt in der Sonne den grandiosen Ausblick auf das gesamte obere Inntal. Die Pillerhöhenstraße ist gekennzeichnet durch eine schmale, in der Regel wenig befahrene Straße durch eine naturparkähnliche Landschaft und bietet spätestens am Gacher Blick einen überwältigenden Ausblick auf das 700 Meter tiefer gelegene Inntal sowie auf die Berge des Kaunergrats. Hier geht es ganz schön steil hoch, 14%. Heute am Sonntag kommen uns ein paar Wanderer entgegen und Fahrradfahrer, aber wir haben keinen nennenswerten Verkehr und können die Strecke für uns alleine bis runter ins Inntal genießen. Jetzt fahren wir von der Lange Gärte nach Greit und langsam wieder ins Inntal. Passt bitte bei den Ortsdurchfahrten hier besonders gut auf, denn überall sind Blitzer installiert. Wir fahren jetzt auf der B171 Richtung Innsbruck. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, aufgrund des schönen Wetters, dass wir noch über den Kütai-Sattel fahren. Vorher war leider die Auffahrt gesperrt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier zum Kütai-Sattel hochkommen. Die Straße über den Kütai-Sattel verbindet in landschaftlich schöner Weise das Ötztal mit der Landeshauptstadt Innsbruck durch die nördlichen Stubaier Alpen.
Kütai war übrigens früher ein Jagdsitz der Tiroler Landesfürsten und ein bevorzugtes Jagdgebiet Kaiser Maximilians. Und auch heute noch finden da Jagden statt, aber deswegen sind wir nicht da, sondern wir wollen bei der schönen Sonne die Landschaft und die Kurven genießen. Man sollte aber immer aufpassen, wenn man mal den Weiderost überquert hat, dann begegnet man an jeder Stelle Kühe und das kann auch mitunter sehr gefährlich sein. Wir nähern uns dem Kütaier Sattel diesmal von der Westseite her, wo wir auf ca. 19 Kilometer Länge eine Höhendifferenz von 1200 Höhenmeter bewältigen mit einer Höchststeigung von 16%. Bewältigen ist leicht gesagt, wenn man die Fahrradfahrer sich anschaut, wie sie sich hier den Berg hochkämpfen. Wir sind schon mehrmals den Kütaier Sattel gefahren. Die Strecke ist nicht allzu schwierig und vor allem schön zu befahren. Der Streckenverlauf ist angenehm, der Asphalt ist griffig und wie gesagt, auf Vieh auf der Straße muss man immer wieder gefasst sein. Wir fahren dann weiter Richtung Zeller Berg, um über Garmisch-Partenkirchen Richtung Heimat, Richtung München zu kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann wieder in Marokko.